Hallo und herzlich willkommen auf meinem Kanal Ride On with Friends. Mein Name ist Jürgen und es freut mich, dass ihr wieder eingeschaltet habt. Ich war unterwegs mit der neuen Honda NT 1100, ein Tourer, der auf den ersten Blick viel verspricht. Bequeme Reisen, modernes DCT-Getriebe, gute Ausstattung. Aber wie fährt er sich wirklich auf langen Touren in Kurven in den Bergen? Das Testride Hotel Grizzly in St. Margarethen im Lungau und Motorrad Wagner ermöglichten mir einen ganzen Tag eine Testfahrt zur Goldeck-Panoramastraße in Kärnten durchzuführen. Und wenn du ein paar Impressionen von der Fahrt und mein persönliches Fazit sehen möchtest, dann bleib dran. Zunächst ein paar technische Daten zum Motorrad. Verbaut ist ein Zweizylinder-Reihenmotor, Viertakt mit 1084 Kubikzentimeter Hubraum bei 102 PS und 112 Newtonmeter Drehmoment. Ich fahre ein Automatikgetriebe mit 6-Gang Doppelkupplung und 17 Zoll Vorder- und Hinterreifen. Die Maschine ist ohne Gepäck ca. 248 Kilogramm schwer und hat einen Tankinhalt von 20,4 Liter bei einem Verbrauch von ca. 5 Liter auf 100 Kilometer. Die Höchstgeschwindigkeit beträgt ca. 200 km/h. Im Cockpit ist ein 6,5 Zoll TFT-Display montiert, das Android Auto und Apple CarPlay fähig ist. Zur Standardausführung gehört auch ein Tempomat, Kurven-ABS, 5 Fahrmodi, Traktions- und Wheelie-Kontrolle, USB- und 12-Volt-Anschlüsse, LED-Hauptscheinwerfer und Rückleuchten, verstellbares Windschild und vieles mehr. Das Ganze zu einem sportlichen Listenpreis von 16.299 € inklusive Überführung in Deutschland. Wir fahren vom Grizzly über den Katschbergsattel, Milstädter See und weiter nach Zlan bis Hocheck, wo sich die Kassenstelle der Goldeck-Panoramastraße befindet. Die Goldeck-Panoramastraße mit einer Länge von 14,5 Kilometer führt von Zlan zum Goldeck-Endparkplatz Seetal auf 1895 Meter Höhe. Laut Beschreibung bieten 10 Kehren und die Parkplätze entlang der Straße immer wieder herrliche Ausblicke auf den Milstädter See, auf die Alpe und die Nockberge, die Geiltaler Alm, die Karawanken und das Drautal bis nach Villach. In weiter Ferne sieht man die Gipfel der Julischen und Karnischen Alpen.
Ich kann es vorwegnehmen, bei einer Mautgebühr von 10 € hatte ich mehr von der Panoramastraße erwartet. Das Geld kann man sich als Motorradfahrer sparen. Tolle Aussichten gibt es nur ganz oben zu genießen, sonst fährt man die längste Zeit durch ein dicht bewaldetes Gelände. Aber ich bin ja zum Testen der Honda da und da bietet die verkehrsarme Straße neben den Serpentinen und einigen Schlaglöchern ein ideales Terrain für einen Tourer abseits der langen Gerade zum Testen des Automatikgetriebes. Nun meine persönlichen Eindrücke zur Maschine. Also, man sitzt gut, aufrecht und mit viel Übersicht. Windschutz ist top, da flattert nix. Aber der Sitz ist brettelhart. Nach 200 Kilometern fängt der Hintern an zu meckern. Für Kurzstrecken okay, für lange Etappen eher suboptimal. Hier empfehle ich die Komfortsitzbank. Die Federung ist straff, nicht unbequem, aber klar auf der sportlichen Seite. Man merkt jede Bodenwelle. Das sorgt für ein gutes Fahrgefühl in Kurven, aber auf schlechten Straßen kann es unruhig werden. Das DCT-Getriebe funktioniert echt gut. Die Gänge flutschen sanft durch, gerade im Stadtverkehr oder beim Cruisen eine echte Erleichterung. Kein Geruckel. Kein Gekuppel, einfach rollen lassen. Aber im Touring-Modus hat sie bei Vollgas oder am Berg eine spürbare Verzögerung bei der Gasannahme. Da kommt nicht sofort der Schub, den man erwartet. Im Sportmodus ist das wesentlich besser. Also für ambitioniertes Fahren Modus wechseln. Achtung beim Parken, Handbremse nicht vergessen. Ein Punkt, den man schnell vergisst. Beim Ausschalten geht das Bike automatisch in den Leerlauf. Wenn man da die Handbremse nicht zieht, rollt sie einfach weg, vor allem am Hang. Das ist nichts für Schussel oder Eilige. Honda hätte hier echt eine automatische Parkbremse einbauen können. Ganz ehrlich, mir hat das Motorrad einfach zu viele Knöpfe. Der linke Lenker sieht aus wie das Cockpit eines Kampfjets. Menüs, Tempomat, Griffheizung, Navigation, DCT, alles drauf. Und mit Handschuhen wird's richtig fummelig. Da hilft nur gewöhnen, üben und durchatmen und beim ersten Mal nicht mitten im Verkehr rumspielen. Das Fahrverhalten in Kurven ist richtig stark. Jetzt aber das große Plus. In Kurven macht nämlich die NT 1100 richtig Laune. Sie liegt stabil, lässt sich leicht einlenken und bleibt sauber in der Linie. Ob Landstraße oder Alpenpässe. Das kann sie einfach. Wer es kurvig mag, wird mit der NT Spaß haben. Da kommt dann auch das straffe Fahrwerk zur Geltung. Die Maschine macht das mit links. Mein Fazit: viel Tourer, ein paar Schwächen, aber mit Spaßfaktor. Die Honda NT 1100 ist ein moderner Tourer mit Technik, Komfort und Spaß. Das DCT-Getriebe ist ein echter Vorteil, besonders im Alltag. Beim Sitzkomfort und der Bedienung gibt es etwas Abzüge, aber wer sich darauf einlässt, bekommt ein zuverlässiges Bike mit ordentlich Kurvenpotenzial. Empfehlung? Ja, für alle, die Technik mögen. Nicht jedes Wochenende 600 Kilometer am Stück fahren und keine Angst vor ein bisschen Eingewöhnung haben. Ride on with friends, die Freiheit im Herz. Der Horizont ruft, wir folgen ohne Schmerz. Mit Christine an der Seite und Freunden vereint. Der Weg ist das Ziel, wo das Leben scheint. Das Planen der Routen, das Reisen ein Genuss, die Kamera dabei, für jeden Moment ein Kuss.
Küste